Irgendwann vor langer Zeit fing es in der Wirtschaft an, extrem digital zu werden. Also die digitale Revolution, wo Prozesse digitalisiert wurden, wo auf einmal ganz neue Möglichkeiten durch technologischen Fortschritt im Raum standen. Und es kam die IMD Business School in Lausanne in der Schweiz auf mich zu und hat gefragt, wie ändert sich eigentlich Führung im digitalen Zeitalter? Und ich habe gesagt, wahrscheinlich gar nicht. Und denn wer will jetzt schon einfach neue Modelle entwickeln? Und wir haben dann Führungskräfte befragt. Wir haben auch einen Fragebogen entwickelt, um herauszufinden, was meinen denn die Unternehmen, die in der Digitalisierung schon sehr weit fortgeschritten sind, was für neue Charaktereigenschaften oder Führungsstile in der Wirtschaft notwendig sind, um durch diese Digitalisierung zu kommen. Und der Professor Mike Wade, der einen entsprechenden Lehrstuhl an der IMD in Lausanne inne hat dann sein Modell erweitert um unsere Persönlichkeitseigenschaften. Und es gibt letztendlich 7 wichtige Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt, wenn ich als Führungskraft im digitalen Zeitalter erfolgreich sein will. Einige davon sind okay, es ist halt alter Wein in neuen Schläuchen, es ist jetzt nichts, was mich vom Hocker wirft, aber es sind 2, 3 Sachen drin, die waren wirklich interessant und wo wir auch sehr lange mit dem Wissenschaftsteam, was ich im Hintergrund hatte, stark diskutieren mussten. Das Wichtigste in der Digitalisierung ist, dass ich versuche, nicht nur ein Bewusstsein für Neues zu haben, sondern ein Hyperbewusstsein für Neues zu haben. Ich muss geil sein auf neue Informationen, die ich kriegen kann. Ich muss nicht unbedingt jedem technologischen Trend nachrennen, aber ich muss zumindest gucken, gibt es eine Möglichkeit, das auszuschöpfen? Habe ich schon alles erreicht mit dieser Technologie, was zu erreichen ist? Wie kann ich mich mehr vernetzen? Wo kann ich es testen? Wo kann ich es pilotieren? Und wo kann ich ganz schnell es falsifizieren, wenn es nicht funktionieren sollte? Und wo kann ich Ideen klauen? Also dieses Hyperbewusstsein ist extrem wichtig. Das Zweite ist, ich muss dann die Information nutzen, um eine informierte Entscheidung zu treffen, also eine sachkundige Entscheidungsfindung. Nicht aus dem Bauch raus, nicht intuitiv und schon gar nicht erfahrungsbasiert, weil die Erfahrung, die ich habe als bisherige Führungskraft, ist natürlich analog. Und wenn ich nur meine analogen Prozesse digitalisiere, habe ich ja noch keine Digitalisierung, sondern wenn ich es schaffe, einen Mehrwert aus digitalen Prozessen rauszubekommen, den ich in der analogen Welt gar nicht hätte oder daran gedacht haben könnte und diesen Mehrwert erreichen will, dann muss ich eben sehr schnell Fakten sammeln und mich sachkundig entscheiden. Und das dritte wichtige Element ist, ich muss es verdammt schnell tun, weil Technologie sich schnell verändert. Und wenn ich es nicht schnell mache, wird es irgendein neues Startup machen und dann bin ich raus aus dem Geschäft oder ich kaufe das Startup ab. Das sind die Kernpunkte, die Professor Mike Wade schon hatte, bevor wir zusammenkamen. Und wir haben es dann erweitert durch 4 Persönlichkeitseigenschaften. A, ich muss viel mehr Engagement zeigen und meine Motivation dem Team gegenüber rüberbringen, als ich das in der analogen Welt mir hätte jemals träumen können. Und ich muss dieses Engagement nicht nur zeigen, sondern ich muss dem Team auch erlauben, das Engagement alleine zu zeigen. Das heißt, ich muss selbstgesteuerte Teams führen. Das ist eigentlich die Quadratur des Kreises, denn ein selbststeuerndes Team braucht ja keine Steuerung. Ich muss es aber trotzdem führen, damit es in die richtige Richtung geht. Das ist das Engagement zeigen. Zweitens, ich muss eine Fähigkeit besitzen, Visionen nicht nur aufzuzeigen, sondern auch Leute hinter mich zu scharen, dass sie die Vision mir nicht nur abnehmen, sondern auch hinter mir herlaufen. Dass sie die Vision auch in ihrem Kopf tatsächlich haben. Ich muss unheimlich stark in der Lage sein, mich neuen Situationen anzupassen. Da kommt so ein bisschen die emotionale Ausgeglichenheit rein. Wenn ich es nicht schaffe, mich anzupassen, dann werde ich angepasst und damit wird mein Geschäftsmodell kolportiert und im Grunde zerstört. Und ich muss gucken, dass ich geschmeidig und weich und flexibel bleibe und mein Geschäftsmodell anpassen kann. Und jetzt kommt eigentlich der Hammer, das ist das 4. Element, das ist Bescheidenheit. Und diese Humbleness ist etwas, was Führungskräfte ja schon mal überhaupt nicht wollten. Wir sprachen ja auch über Narzissmus. Wie verträgt sich Narzissmus mit Bescheidenheit? Gar nicht, die sind spinnefeind. Aber ich muss zumindest versuchen, eine Bescheidenheit zu präsentieren, rüberzubringen, indem ich beispielsweise Mitarbeitende frage, was meinst du denn dazu? Was natürlich eine narzisstisch gestörte Führungskraft nicht gemacht hätte, sondern die hätte gesagt, setz es bitte um, weil ich finde das ganz toll. Und diese Bescheidenheit ranzubringen, hat unsere
Vorgehensweise und unser Assessment von erfolgreichen oder für erfolgreichen Führungskräfte ziemlich auf den Kopf gestellt, weil wir eben nach diesen bunt schillernden, fantasievollen, leicht narzisstisch, also noch angenehm narzisstisch gestörten Führungskräften immer gesucht haben. Und in der Digitalisierung war auf einmal Bescheidenheit wichtig. Und das war schlicht und ergreifend neu und setzt sich aber durch.